What's up everybody? Heute geht es passend zu Peter McKinnons Geburtstag darum, wie er eigentlich so berühmt geworden ist und was seinen Style so ausmacht. Viel Spaß! Passend zu Peter McKinnons Geburtstag heute dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video, womit ich auch ein neues Format hervorbringe, nämlich ein Format, in dem es darum geht, wie Film-YouTuber oder Fotografie-YouTuber so groß geworden sind auf YouTube und was ihren Style so ausmacht. Anfangen tue ich also heute mit Peter McKinnon. Also, was ist das Offensichtlichste, wenn man auf seine Videos klickt? Das erste in jedem Video ist immer dieses What's up everybody, Peter McKinnon hier, und das ist einfach sehr charakteristisch. Man guckt das Video an und weiß sofort, ach, der war das. Das kommt dadurch, dass er so viel Kaffee trinkt, würde ich mal sagen. Denn er trinkt wirklich viel Kaffee. Er hat auch immer Kaffee in seinem Zimmer stehen. In jedem Video kommt gefühlt 5-mal Kaffee drin vor. Er hat einen Film über Kaffee gemacht. Also alles Mögliche. Und dadurch ist er halt auch immer sehr aufgedreht, was halt diesen Style ausmacht. Trotzdem bleibt das Ganze sehr professionell und rutscht nicht irgendwie in so eine Komiker-Szene, wo alles verwackelt ist oder so, sondern er filmt alles sehr professionell, er schneidet sehr professionell und da kommen wir auch zu B-Roll. Seine B-Roll, den Begriff hat er sozusagen erfunden bzw. umgeändert. Eigentlich sind es ja Cinematic Parts, was er da macht, aber er hat es eigentlich B-Roll genannt. Deswegen ist es nicht ganz richtig, aber da ist er immer sehr charakteristisch. Er benutzt Epidemic Sound Music. Wenn ihr nicht wisst, was das ist so eine Musikplattform, da kann man für 13 € oder so im Monat sich anmelden und kann dann für YouTube und Instagram im Monat immer alle Songs da benutzen, die halt so haben. Das Coole ist, die haben auch einzelne Spuren, das heißt, man kann zum Beispiel die Stimme wegnehmen in einem Song oder so. Und sie haben auch Soundeffekte. Besonders gerne benutzt er, wie er selbst gesagt hat, die Musik von Oi. Das ist ein Künstler, den es halt auf Epidemic Sound gibt. Dazu filmt er immer noch alles mit Canon. Das sieht man wirklich in seinen Videos. Alles ist Canon, alle Objektive, alle Kameras, wirklich alles. Er kriegt auch manchmal Sachen von Canon zur Verfügung gestellt und er schwärmt auch immer wieder darüber, wie gut die doch sind, auch wenn vielleicht andere Kameras auch gut sind. Naja, jedenfalls filmt er mit einer 1DX Mark II, meistens jedenfalls. Das ist eine ziemlich hochwertige Kamera, eigentlich für Sportfotografen gedacht, kann aber auch sehr gut filmen, 4K mit 60 FPS, ein Riesending für eine Spiegelreflex und ja, einfach eine krasse Kamera. Für seine Tutorials so hat er sogar eine C200, eine wirkliche Filmkamera, die nimmt auch RAW-Footage auf, also die ist auch echt krass. Und das sieht man auch, also die Farben sind immer sehr schön in seinen Videos. Außerdem hat er noch Drohnen, er hat mehrere. Jedenfalls baut er das auch oft in seine Vlogs ein, weil er halt die Mavic immer dabei hat. Gerade die Air oder im neuesten Fall jetzt halt die Mavic 2 Pro. Was immer charakteristisch ist für die Leute, sind ihre LUTs, wenn sie denn welche haben. Peter McKinnon hat sehr viele LUTs, er hat auch mehrere LUT-Packs, einmal eins für Video und dann 2 noch für Lightroom. Ja, und dann manchmal hat er so ein Teal und Orange, ähnlich wie Sam Colder. Und oft hat er aber so einen sehr moody Look, sag ich mal. Also es ist nicht so sehr viel Sättigung drin, alles sehr scharf, bis auf das Bokeh. Also er liebt Bokeh. Denn jetzt kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Als nächstes Objektive. Die meiste B-Roll filmt er immer mit einem 85mm 1.4 von Canon. Früher hat er noch ein 70-200 2.8 benutzt, aber er hat gesagt, es ist einfach zu schwer, um es immer mit rumzutragen und auch so groß. Das heißt, für B-Roll benutzt er das. Dadurch kriegt er natürlich sehr coole Aufnahmen hin, was einmal Lowlight angeht und dann natürlich auch das Bokeh im Vordergrund und Hintergrund, was dann dieses Scharfe an seinen Videos doch nochmal mehr rausstechen lässt.
Für die Vlogs benutzt er dann meistens so ein 16 bis 35 mm. Ja, die Objektive sonst sind eher unwichtig. Natürlich hat er noch so ein paar andere krasse Objektive. 70-200 hat er immer noch. Dann hat er noch so Ultraweitwinkel. Also er hat alles Mögliche. Was er manchmal noch benutzt, ist das 100 mm Makro von Canon. Da hat er auch einige Fotos mitgemacht. Wenn ihr euch mal das Video anguckt, wo er eine 400 oder 500 Euro Kamera mit einem 4000 Euro Setup vergleicht. Da seht ihr auch, da hat er ein Foto mit dem Objektiv gemacht und er macht einfach sehr gerne so Produktfotografie und sowas. Was jetzt neu dazugekommen ist bei ihm, sind diese ganzen Effekte, die er immer macht mit dem aufploppenden Instagram oder unten irgendwelche, also wenn er es über Kameras erklärt, irgendwelche Leisten eingeblendet mit Reglern und so, wo er in der Hand etwas drehen kann. Ich finde, das sieht einfach ultra professionell aus und sehr kreativ und man kann sich einfach so richtig gut da reinfühlen und ich finde es mega nice. Dazu benutzt er dann auch immer alle Adobe-Produkte, das heißt, er hat Photoshop, er hat Lightroom, er hat After Effects und natürlich Premiere Pro. Sein Schnittstil ist sehr langsam. Was meine ich damit? Nicht, dass er einfach ewig braucht und einem langweilig wird. Nein, natürlich nicht. Sondern ich meine damit, dass es nicht so richtig schnell hintereinander ist, sondern lässt mal so ein paar Sekunden laufen, dass man so einen eindeutigeren und ruhigeren Eindruck von der Umgebung bekommt. Und last but not least, seine Vlogs. Was ist das Besondere daran? Er ist immer sehr oft in Hotels und so, wenn er dann vloggt. Und was ihn einfach da ausmacht, das sind die ganzen Roomtours. Denn das ist einfach krass, da baut er auch seine B-Roll wieder mit ein. Man kriegt einen richtig coolen Einblick in seine Wohnung oder in sein Apartment da. Wie er es immer nennt, a proper Hotel Room Tour. Ja, das ist einfach sehr cool, wie er das immer macht. Und bei Peter McKinnon gehört es irgendwie zu den Reisevlogs dazu. Also, falls Peter McKinnon ihr das irgendwie sehen sollte, sage ich jetzt nochmal was auf Englisch. Sehr unwahrscheinlich, aber man kann es ja mal versuchen. So Peter, first, happy birthday. I really like your videos and that's the reason why I wanted to make this video, because I like your style. Your videos are very funny. So, hey, that's it. Also, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser kleine Einblick in so den Style von anderen YouTubern. Wollt ihr das öfter sehen? Stimmt mal am besten da oben in der Ecke ab. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Kommentare mit konstruktiver Kritik sind auch immer gern gesehen. Also, bis zum nächsten Mal. Checkt Peter McKinnon ab. Bis dann. Ciao.